In diesem Video zeige ich dir, wie du die Milch für 2 Tassen Cappuccino gleichzeitig schäumen kannst und wie du es durch eine bestimmte Umgießtechnik schaffst, dass beide Tassen einen gleich homogenen Milchschaum abbekommen und nicht die erste Tasse viel Schaum und die zweite Tasse nur noch heiße Milch. Viel Spaß dabei! Zunächst brauchst du natürlich die doppelte Menge Milch wie für einen einfachen Cappuccino. Dafür nimmst du ein etwas größeres, sogenanntes 500 oder 600 Milliliter Milchkännchen und füllst es bis zum Beginn des Ausgusses mit kalter Milch aus dem Kühlschrank. Wenn du das Milchkännchen aufgefüllt hast, dampfst du die Dampflanze aus, damit kein Kondenswasser mehr im Inneren ist, spannst den Siebträger mit der Kaffeemenge für einen doppelten Espresso bzw. 2 einfache ein, stellst 2 Tassen unter die Ausläufe, startest den Espressobezug und beginnst mit dem Milchaufschäumen. Beim Aufschäumen dieser größeren Milchmenge ist es wichtig, dass du direkt zu Beginn relativ viel Luft in die Milch einsaugst. Trotzdem solltest du darauf achten, dass das sogenannte Ziehen sehr feinfühlig passiert und du nur dieses feine Kratzgeräusch der Milch hörst, sonst bekommst du zu große Blasen in die Milch. Wichtig ist zudem, dass die Milch sich direkt von Beginn an schön dreht im Kännchen, dann wird der Schaum auf jeden Fall homogen. Diese größere Menge Milch sollte für 2 Tassen auf jeden Fall ungefähr 40 oder 50% an Volumen zunehmen durch das Aufschäumen. Deswegen kann es sein, dass die Ziehphase etwas länger ist, wie wenn du nur Milch für einen Cappuccino schäumen würdest. Solange du darauf achtest, dass das kratzende Geräusch nie zu einem Blubbern wird, du also nie zu viel Milch auf einmal einsaugst, ist das aber kein Problem. Danach die Lanze nochmal kurz ausdampfen. Wenn du mehr Details zum genauen Milchaufschäumen wissen willst, schau dir gerne meine ausführliche Anleitung an. Ich habe sie dir hier oben verlinkt. Da habe ich dir den ganzen Vorgang sehr ausführlich erklärt. Wenn du jetzt einfach die beiden Tassen eingießen würdest, hättest du in der zweiten Tasse ziemlich sicher nur noch heiße Milch und keinen Schaum. Doch warum ist das so? Selbst wenn du die Milch durch Schwenken die ganze Zeit in Bewegung hältst, ist es so, dass direkt nach dem Schäumen im oberen Bereich des Kännchens mehr Schaum ist und im unteren mehr heiße Milch. Wenn du dann die erste Tasse gegossen hast, bleibt für die zweite einfach nicht genügend Schaum in der Kanne übrig. Deshalb kommt hier der Trick mit dem Umgießen. Nimm dir ein zweites Milchkännchen. Gieße nun etwas mehr als die Hälfte in das zweite Kännchen und dann wieder einen kleinen Schluck zurück ins erste, sodass du in dem zweiten Kännchen genau die richtige Menge für einen Cappuccino hast. Der Sinn dabei ist, dass du die Menge des Schaums einfach möglichst gleich zwischen den beiden Portionen aufteilen möchtest. Dann kannst du ganz normal dein Latte-Art-Muster gießen. Ich verlinke dir hier oben mal die Playlist mit meinen Tutorials für die verschiedenen Latte-Art-Motive. Es gibt übrigens noch eine zweite Methode des Umgießens, falls du lieber mit dem größeren bzw. ersten Kännchen den Cappuccino eingießen möchtest. Diese erkläre ich dir im Anschluss. Für die zweite Tasse gießt du dann danach den Rest aus dem großen Kännchen ebenfalls ins kleine. Durch das erste Umgießen von vorher ist auf jeden Fall die richtige Menge Schaum in der Milch. Es könnte aber sein, dass sich aufgrund der Zeit der Schaum etwas von der heißen Milch getrennt hat. Daher solltest du die Milch auf jeden Fall gut schwenken, um alles möglichst homogen zu bekommen. Danach kannst du dann einfach dein Latte-Art-Muster in die zweite Tasse gießen. Wenn du lieber mit dem ersten Kännchen den Cappuccino eingießen möchtest, weil du dich damit zum Beispiel wohler fühlst, gießt du einfach genau die Hälfte in dein zweites Kännchen, schwenkst dann die Milch im ersten Kännchen sehr gut und gießt damit deine erste Tasse. Für die zweite Tasse gießt du dann das, was du zuerst abgegossen hattest, zurück in die erste Kanne. Dadurch hast du wieder genügend Schaum im Verhältnis zur flüssigen Milch, schwenkst das wiederum sehr gut und kannst dann die zweite Tasse gießen. Solltest du zu diesem etwas verwirrenden Thema mit dem Umgießen noch Fragen haben, schreib sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um keins mehr meiner Latte-Art oder Milchaufschäum-Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!